Mir wird jetzt die große Ehre zuteil, jemanden anzukündigen, der eigentlich, ja, jeder kennt ihn, schwierig anzukündigen. Ich versuche es mal einfach so. Es ist aus meiner Sicht nicht der klassische Tribologe und das ist gut so. Liegt daran, dass er, glaube ich, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, die meisten Projekte umgesetzt hat, ohne sich mit diesen großen Gleichungen auseinandersetzen zu müssen. Er selbst beschreibt sich als Problemlöser. Vollboot, ja auch gut, ne? Boot, ja, guck mal deine Boots, ich weiß nicht. Über Boots haben wir vorher gesprochen, das ist vielleicht ein freudscher Versprecher gewesen, weil er hat gesagt, wenn er nicht so alt wäre oder noch nicht so viel Probleme mit seinen Kniegelenken hätte, auch ein tribologisches Thema, hätte er heute hier einen Moonwalk gemacht. Ja? Nächstes Jahr. Genau, wir vertrösten ihn auf nächstes Jahr. Werner, ich würde dich bitten, nach vorne zu kommen. Ich bin super happy, dass du bei diesem jungen, frischen Format mitmachst. Weil auch ein junges, frisches Format immer etablierte Menschen braucht, die das bedient. Klappt das? Wollen wir den Moonwalk probieren? Und vor allem stellt er heute ein Thema vor, was wieder experimentell getrieben ist, was ich selber kenne. Im Vorfeld der Veranstaltung haben wir uns unterhalten. Ich habe nämlich exakt dasselbe Problem bei mir zu Hause festgestellt. Ich bin froh, dass du mir heute erklärst, woran das liegt. Hast du eine Lösung dabei oder beschreibst du nur das Problem? Das werden wir gleich sehen, ob es da eine Lösung gibt. Also den Moonwalk will ich vielleicht nicht machen, sondern ich will lieber euch etwas in die Niederungen der Tribologie führen und habe deswegen mein Experimentalmodell auch gleich mitgebracht. Diesen Sonnenschirm, den habe ich im Baumarkt gekauft. Das war ein Sonderangebot, übrigens 46,50 €. Er hatte nur einen Nachteil, man kann den Schirm nicht zumachen, weil er klemmt. Und dann bin ich wieder in den Baumarkt gefahren und habe gesagt, der Schirm klemmt. Und dann sagte der nette Verkäufer, ja, das ist bei allen so. Aber er hatte noch andere Eigenschaften und die will ich Ihnen heute zeigen. Also hier nochmal den Sonnenschirm in seiner einfachen Schönheit. Ganz einfach, besteht aus einer Stange, die steckt in dem Rohr und wird durch eine Klemmung mit einem Drehgriff befestigt, sodass eben das Ding oben bleibt. Aber wenn man den Schirm nicht beobachtet und sich abwendet, vor allem längere Zeit, dann macht er was man eigentlich sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Er senkt sein müdes Haupt und am nächsten Morgen ist der Schirm nach unten gefahren und keiner weiß wieso. Und das hat mich natürlich unglaublich herausgefordert und ich habe daraufhin mal einen Zeitrafferfilm gemacht. Und den Zeitrafferfilm habe ich da mit einer Uhr dokumentiert und habe dann auch noch eine Messuhr dran gebaut, um eben dieses Phänomen genauer zu untersuchen. Also er macht das ganz brav. Sie sehen, wie sich da hinten die Wolken bewegen. Das ist also eine Bewegung, die relativ langsam abläuft. Und was macht er denn? Der rutscht der Schwerkraft folgend ganz, ganz langsam nach unten und das war mir eigentlich nicht so ganz klar, was da passieren kann. Ich habe dazu eine schwäbische Methode eingesetzt, die VLTMM-Methode, Very Low Tech Measuring Method. Die Teile kann man auch im Baumarkt kaufen, also eine Messuhr und eine ganz normale analoge Quarzuhr, um eben zu sehen, was passiert. Und das Interessante war nun, dass dieser Schirm je nach Klemmung wirklich extrem langsam nach unten sinken kann. Und zwar langsam, unmerklich langsam. Es gibt aber eine Methode, mit der man das auch haptisch prüfen konnte. Wenn man nämlich mit dem Finger hier oben in den Eintrittsbereich des Stabs in das Rohr hinfasst, dann spürt man die Bewegung hier drin. Sehen tut man sie im Endeffekt nicht, man sieht sie dann nur an der Messuhr. Und was ist die Ursache? Und das ist also jetzt meine Vermutung, das ist nicht 100%ig gesichert, es ist das Reibkriechen. Manche Werkstoffe, und dazu gehört POM und PTFE, die haben eine Eigenschaft, dass sie bei kleinen Kräften bereits zu kriechen beginnen. Hier unten hätte ich das Beispiel, eine kleine Federwaage zieht an einem Gleiter und der Gleiter hat unten 3 Kugeln dran, die sind aus POM und wenn man nun an der Feder langsam zieht, wird die Kraft immer größer und jetzt erwarten wir, dass der Gleiter bei einer bestimmten Kraft losflutscht. Das tut er aber nicht, sondern der flutscht gar nicht los, sondern der beginnt schon viel früher ganz, ganz langsam dieser Federkraft hinterher zu kriechen. Und das bezeichne ich als Reibkriechen und wenn man das misst, dann kommt man da auf Kriechgeschwindigkeiten von 0,1 mm pro Stunde und noch weniger.
Wir haben das hier mit einem analogen XY-Schreiber mal aufgezeichnet. Und da sieht man, wenn man die Kraft, das ist also die Y-Achse, langsam erhöht und man misst den Weg, den der Gleiter macht, dann sieht man, dass schon relativ früh dieses Gleiten beginnt und erst ab einer wirklich deutlich größeren Kraft die Probe tatsächlich losschnellt und der Federkraft hinterherfährt. Und das kann man auch im Hightech-Bereich auf einem Tribometer nachführen, wenn man nämlich hier in so einem Wasserfalldiagramm anschaut, die Reibungszahl über der Gleitgeschwindigkeit, dann sieht man, wie die Haftreibung im vorderen Bereich sehr, sehr niedrig anfängt. Das heißt, die Kurve schneidet eigentlich die Z-Achse fast senkrecht. Dort gibt es keinen realen Wert der Haftreibung, sondern die Haftreibung hat einen weiten Bereich, einen Übergangsbereich. Und wenn mich dann jemand fragt, was ist denn die Haftreibung von POM, dann muss ich sagen, die gibt es gar nicht, sondern die liegt eben in dem Bereich von 30–40%. Und das ist eigentlich die zentrale Aussage. Die Haftreibung gibt es bei vielen Werkstoffen nicht. Manchmal schon, Stahl, da funktioniert es ganz gut, aber bei Polymeren eben in den allermeisten Fällen nicht. Und in der Tribologie ist einfach alles möglich und damit danke ich Ihnen. Dankeschön. Nämlich in der Einführung zu dem Triboslam, dass sich jeder Vortragende ein Lied zu seinem Vortrag aussuchen dachte und ich dachte, was passt denn besser als Here Comes the Sun. Ne? Wenn ich jemals wieder einen Sonnenbrand habe, fühle ich mich an dich erinnert, Werner. Danke, Werner. Wunderbar.